Ich selber war der Auffassung, dass das, was die DDR hervorgebracht hat, in der Summe, sicherlich manches kritikwürdig war, manches auch zu überwinden war, aber bei weitem nicht alles schlecht war. Ich bin aus der Armee ausgeschieden und nun muss ich mal sagen, mich braucht da ja auch niemand mehr. Ne? Ich bin 88, am 31. August 88 ausgeschieden aus der Armee. So, mit der Maßgabe und mit der Orientierung, die ich haben wollte, entweder eine Funktion im Staats- oder Parteiapparat zu kriegen. Deshalb habe ich mich immer hingesetzt und habe nochmal meinen Lebenslauf ausführlich geschrieben und gemacht. So. Nur Absagen. Klar. Warum? Es bröckelte ja an allen Ecken und Kanten und auf alle Fälle war nichts. So. Letztlich bin ich gelandet als politischer Mitarbeiter in der SED-Kreisleitung. So. Die Kreisleitung kannte ich bis dato auch bloß von außen. Und dort wurde ich Mitarbeiter, also eingestellt. Zunächst zuständig als Ortssekretär für Roßwein und dann hier für Döben. Und immer in einer Phase, wo alles zusammenbrach. Wo die Leute, große Teile der Mitglieder der Partei, nichts anderes zu tun hatten, als bei der SED-Kreisleitung vorbeizufahren und ihren Ausweis also ihr Mitgliedsbuch reinzuschmeißen und vieles andere mehr. Und da muss ich mal sagen, nun habe ich ja den Marxismus und Leninismus einigermaßen intensiv gelesen. Und ich habe auch dabei die Wesen des Kapitalismus kennengelernt. Und das alles, diese Kenntnisse und das, was ich dort erlebt habe, gepaart mit der Unzufriedenheit mit dem ganzen System, hat mich eigentlich bewogen zu sagen, das geht nicht. Wir waren damals bei keiner Kirchenveranstaltung dabei. Als Armee war alles fremd für mich. Wir waren bei bestimmten anderen Veranstaltungen immer außen vor. Ich will dabei sein. Ich will dabei sein, um zu sagen, horch zu, es gab positive Dinge. Für die stehe ich gerade. Und das war der Grund eigentlich, warum ich damals bereit war, an diesen runden Tisch zu gehen. Die Aufforderung war ja auch an die Kreisleitung, jemanden zu delegieren. Von den echten Mitgliedern der Kreisleitung gab es aber niemanden. Und ich bin damals, ja, wurde gesagt, bist du bereit? Und da habe ich gesagt, jawohl, ich gehe. Ja, was dann kam, muss ich mal sagen, zuvor gab es für mich noch die Erfahrung in Roßwein. Dort wurde der Bürgermeister aufgefordert, in der Kirche Rede und Antwort zu stehen. Und da ich damals eingesetzt wurde als Ortssekretär, habe ich gesagt, wenn der Bürgermeister dorthin geht, gehe ich mit. Das wurde mir zwar von der Seite der Kreisleitung verboten, aber ich wurde da eingesetzt und da bin ich der Meinung, da bist du doch dabei. Mit kirchlicher Veranstaltung hatte das nichts zu tun, das ist klar, das war ein Aufbegehren gegen die ehemaligen Funktionäre und deren Verteufelung, aber ich war dabei. Und dieses im Hinterkopf habe ich mir gesagt, du bist doch hier in Döbeln dabei, das willst du miterleben. Mit dem Ziel aber gesagt, ist das zu retten, was zu retten ist. Und da muss ich mal sagen, im Nachhinein kann ich nur sagen, ich habe es richtig gemacht. Obwohl ich dort zunächst der Buhmann war, ich habe mich für Dinge verantworten sollen, für die ich gar nicht konnte. War nicht möglich. Da muss ich mal sagen, da war ja wenigstens der Leiter des runden Tisches, das war hier der Pfarrer Landgraf, so fair und hat in manchen Situationen, wo es zu heiß herging, mich ein bisschen Schutz genommen. Eben mit dem Motto, das kann er ja gar nicht verantworten, das geht ja gar nicht. Das war so. Ja,
Ich sehe da eigentlich, ich selber für mich sehe eigentlich keinen Bruch. Ich habe mich zu dem Staat damals bekannt. Dieser Staat ist aus vielen Gründen, die wir jetzt auch philosophieren könnten, kaputt gegangen. Denn er ist ja auch nicht alleine kaputt gegangen, er wurde ja auch kaputt gemacht. Aber darüber redet ja auch niemand gerne, weil das eben nicht gewollt ist. Oder weiß der Teufel nicht. Auf alle Fälle ist er kaputt gegangen. Und ich war der Meinung, jawohl, es ist nur fair, sich der Sache zu stellen.